Willkommen zu Frieden, Recht und Freiheit. Heute geht es um Lügen und Krieg bzw. um Kriegspropaganda. Und das ist natürlich ein schwieriges und ganz heikles Thema, weil sofort von Lüge und Wahrheit die Rede ist. Man weiß nicht was, die Leute fangen sofort an, sich im Kleinen zu bekriegen, was denn nun stimmt und was nicht. Da will ich gar nicht hin. Wir gehen von einem Beispiel aus, das bestreitet niemand, das kann jeder nachlesen. Das sind gesicherte historische Fakten, nur es lohnt sich, was daraus zu lernen vielleicht. Wir sind also im Zweiten Golfkrieg, der war 1990, 91, also nicht der spätere 2003. Ich kann mich noch selber gut daran erinnern. Saddam Hussein, der damalige Machthaber im Irak, war in Kuwait einmarschiert. Es lohnt sich vielleicht, die ganzen Hintergründe zu betrachten, aber es war eine völkerrechtswidrige Invasion, ganz klar. Und man stand dann vor der Frage, ja, was tut man jetzt? Ja. Allerdings war die Öffentlichkeit in den USA zögerlich, ob man wirklich diesen Krieg führen sollte, also gegen diese Invasion. Ja, und dann kam es zu folgender Begebenheit. Es war eine Aussage einer Krankenschwester, die im Kuwait damals war, und die sagte im US-Kongress also aus. Hören Sie mal zu. I stayed behind and wanted to do something for my country. The second week after invasion, I volunteered at the Al-Adan hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. Ja, also eine schreckliche Geschichte. Soldaten von Saddam Hussein, die Babys umbringen. Und es stellt sich aber raus, das war eine komplett erfundene Geschichte. Die war weder Krankenschwester, sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Saudi-Arabien. Die ganze Story ist von einer Werbeagentur erfunden worden für 12 Millionen Dollar damals und war also eine perfekt inszenierte Propagandalüge vor dem US-Kongress, der es entscheiden musste, ob die USA in den Krieg ziehen oder nicht. Das wurde dann auch wiederholt von dem US-Präsidenten Bush damals. Kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. Hat also der damalige US-Präsident diese Geschichte, ich glaube, mehrmals, 10-mal im Fernsehen wiederholt. Ich kann mich selber noch erinnern daran. Und das führte schließlich zu dem Kriegseintritt der USA sogar durch die Vereinten Nationen gerechtfertigt. Es war also damals ein völkerrechtskonformer Krieg, der damit also begonnen wurde. Auch durch diese Täuschung natürlich, die äußerst raffiniert war, weil wenn Sie es nochmal anschauen, es gab ja zuerst diese faktische Einleitung, wie viele Frauen da waren und in welchem Alter die waren, so als ob das ein besonders glaubwürdiger Zeuge wäre. Und dann diese vollkommen Tränendrüsengeschichte mit Babys, die auf dem kalten Boden sterben. Es gibt noch Leute, die sagen, ja, der Präsident hat es nicht gewusst. Ich weiß es nicht, aber irgendwelche Leute hätten es schon wissen können, glaube ich, damals. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass das bei allen Konflikten immer so ist und es gab auch andere Gründe dafür, aber es lohnt sich doch in dem Fall aus der Geschichte ein bisschen was zu lernen. Und wenn man das versucht, ja, da gibt es zunächst mal natürlich auch schon Rechtfertigungen für den Krieg. Ja, man kann sich natürlich fragen, sind Regierungen manchmal Verbrecher? Wohl ja. Soll man die einfach gewähren lassen? Darüber kann man diskutieren. Benötigt man sowas wie eine Weltpolizei vielleicht? Ja? Ersetzt dann das Militär den Richter, der dann auch gleich verurteilt? Weil so einen richtigen Strafprozess gibt es ja im Krieg meistens nicht. Aber die Frage ist natürlich, kann man sich das gefallen lassen? Muss man die Gerechtigkeit nicht doch irgendwie durchsetzen? Kann man dabei immer auf Gewalt verzichten? Und ich gestehe jetzt dabei, diese Fragen, die gingen mir auch im Kopf rum und erstens habe ich es auch geglaubt, ich war damals 25, ich habe nicht den geringsten Zweifel gehabt und habe gedacht, ja, okay, es ist schlimm, aber ja, wenn die das machen, so barbarische Dinge da, dann muss man doch irgendwas tun dagegen. Ja? Ich wollte nur damit sagen, diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin da doch dafür, ich kann da Verständnis dafür aufbringen, weil ich selbst einmal der Meinung war, man kann vielleicht was richtig machen, aber man kann natürlich auch sehr, sehr viel falsch machen dabei. Also diese Fragen und die Überlegungen, glaube ich, die sind schon auch irgendwo gefährlich. Und ja, was kann man für lernen?
aus der Brutkastenlüge noch ziehen? Ich denke, das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Kriege auf die Weise gerechtfertigt werden. Und ich wiederhole nochmal, in dem Fall haben sogar die Vereinten Nationen gesagt, ja, der Krieg ist gerechtfertigt. Ja, das war nicht so wie viele andere Kriege, dass die also völkerrechtswidrig waren, sondern dieser Rückeroberungskrieg, der war eigentlich von der UN sogar autorisiert. Kann man natürlich sagen, das kam auch mit durch diese Lüge zustande. Wir können aber, glaube ich, feststellen, es gibt schon im Krieg natürlich praktisch immer Propaganda, mindestens auf einer Seite, weil, wie ich auch schon gesagt habe, sonst würde eigentlich kein vernünftiger Mensch Krieg führen und aufeinander schießen. Diese Propaganda gibt es auch in Demokratien. Es ist also nicht so, dass wir davon gefeit sind. Es sind ganz, ganz mächtige Interessen im Spiel. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich, dass man das beleuchtet. Wenn wir jetzt noch einen Blick darauf werfen, wie das auf uns wirkt, warum das so eine starke Wirkung hat, dann sind eben gerade diese emotionalen Botschaften da. Und darin liegt eine Gefahr, weil wenn man von kleinen Kindern spricht, wenn man von jungen Mädchen spricht, beides hier verwendet, dann schaltet sich der Verstand sehr leicht aus. Das muss man leider so sagen. Und sie sind natürlich auch immer in Gefahr, wenn sie jetzt rational argumentieren und sagen, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht ganz sicher. Dann kommt natürlich der entgegen, ja, was finden Sie das gut, dass man Babys sterben lässt, die aus dem Brutkasten rausreißt? Ja, natürlich findet das niemand gut, aber das ist ja nicht die Frage. Ne? Man spielt hier mit falschen Botschaften und nimmt die emotionale Ebene, um die Verstandesebene zu betäuben. Ja, und dann ist noch ein Aspekt, das kann sehr, sehr lange dauern, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Und ich habe dann jetzt sogar, wie ich dieses Video gemacht habe, ich recherchiert, ja, wann wurde denn die Brutkastenlüge aufgedeckt? Und da steht da, ja, kurz nach dem Krieg, ein paar Monate später. Ich habe davon nichts mitbekommen. Sie können mich jetzt tadeln, dass ich jetzt nicht genug Nachrichten sehe, aber der Punkt ist doch, diese Lüge, die wurde auf allen Fernsehbildschirmen der Welt verbreitet. Die hat wahrscheinlich die halbe Menschheit gesehen damals. Aber die Tatsache, dass es eine Lüge war, die Aufdeckung, ich weiß nicht, wie viele Leute das mitbekommen haben. Das heißt, wir haben so ein riesiges Ungleichgewicht. Ja? Mark Twain hat mal gesagt, die Lüge hat dreimal ihren Weg um den Globus gemacht, bevor er die Wahrheit Zeit hat, die Stiefel anzuziehen. Ja? Also die Lüge, selbst wenn sie aufgedeckt wird, gewinnt immer noch. Das ist eigentlich das Tragische, weil das in den Köpfen von viel mehr Leuten immer noch verankert ist, dass da böse Soldaten von Saddam Hussein Babys haben sterben lassen, als dass das Propaganda war. Naja, und es gerät halt auch einfach in Vergessenheit. Das Ganze ist jetzt 34 Jahre her und ist hässlich zu sagen, aber keinen juckt es mehr eigentlich. Ne? Es hat auch keine Konsequenzen. Es hat keine Konsequenzen gehabt für irgendjemand. Die laufen alle frei herum und die Werbeagentur, die gibt es heute noch. Wenn Sie auf die Webseite gehen, heißt es ja, Communicate to Lead. Ja, vielleicht auch noch die Rolle der Medien dabei. Die haben natürlich die ursprüngliche Nachricht in alle Welt groß verbreitet. Vielleicht sogar ohne es zu wissen. Man muss das gar nicht unterstellen. Aber was sie sicher falsch gemacht haben, es müsste eigentlich die Gegendarstellung, die Aufdeckung der Lüge, die müsste eigentlich genauso stark und genauso weiträumig verbreitet werden, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das geschieht aber nicht. Ja, und um es zusammenzufassen, natürlich heißt es nicht, dass es immer so abläuft. Und vielleicht sagt jemand, jetzt habe ich halt ein besonders krasses Beispiel genommen, aber es lohnt sich vielleicht doch in die Geschichte zu schauen. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Beispiele. Und es ist schon gut, gerade wenn es um Menschenleben geht, um Krieg, um Leben, um Tod, dass man das Ganze aus ein bisschen Abstand betrachtet und seinen Verstand gebraucht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei dem neuen Kanal ein Abo dalassen oder ein Like geben und gerne diskutieren Sie auch in den Kommentaren mit. Widersprechen Sie mir auch gerne, tun Sie es, wenn dann sachlich, nicht persönlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.